Warum zum Teufel macht Bosch genau das? Wir haben vor kurzem einen neuen GOP bekommen, und zwar den 18V34. Und jetzt gibt es schon wieder einen neuen, und zwar den hier, den 18V30. Hätte das jetzt Not getan? Das schauen wir uns in diesem Video an. Und das Motto des heutigen Videos ist: Hast du kein GOP? Dann hast du kein GOP! Für diejenigen, die nicht wissen, was ein GOP ist, das ist ein Multicutter. Übrigens auch ein Multimaterialschneider oder ein Multistellenschneider. Wir haben ein Gerät wie das hier zum Beispiel. Wir haben hier so eine Klinge und damit kannst du sehr eng in einem Bauraum arbeiten. Du kannst zum Beispiel jetzt hier über dem Tisch direkt schneiden, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Stück Holz stehen würde. Oder. Du kannst damit vor allem auch Dinge ausklinken. Aber das ist ja nur etwas, was du mit dieser Klinge tun kannst. Wenn du andere Klingen einsetzt, kannst du nochmal ganz andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel einen Teppich damit schneiden, Teppichreste entfernen. Du kannst aber auch Fliesenreste, also Fliesenkleberreste entfernen. Du kannst aber zum Beispiel auch Schleifen als Delta-Schleife benutzen und. Das ist wirklich ein absolutes Multitalent. Und deswegen wäre meine absolute Empfehlung, du brauchst einen GOP zu Hause. Deswegen ist der Spruch von mir ja immer: Hast du keinen GOP, hast du keinen GOP. Und früher hatte ich keinen und da war es so, dass ich häufig ein Problem hatte, habe da stundenlang rumgefusselt. Irgendwann war es dann ein Problem, weil das Problem gelöst, aber mit einem Multicutter hätte es 3-4 Minuten gedauert, dann wäre das Thema durch. Aber du möchtest auch eine ordentliche Ergonomie haben, du möchtest gut damit arbeiten können und ein paar Vorteile vielleicht auch haben. Und deswegen ist die Frage: Zum Teufel, warum gibt es jetzt den neuen 18V30, wenn es da schon einen 34er gibt? Und lass uns mal eins nach dem anderen mal uns anschauen. Wir haben hier den guten alten den GOP 18V28. Ein cooles Gerät, gab es sehr lange auf dem Markt. Eigentlich muss ich sagen, für mich der Start in das Thema GOP bei mir. Und ich habe mit dem super viel gearbeitet. Wenn du das Gerät anschaust, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, oh, es ist handlich genug, damit kann man jede Menge machen und konnte man eine Menge Spaß mit haben oder viele Probleme mit lösen. Man hatte aber auch zentrale Probleme an dem Gerät. Eins war die Akkuposition. Wenn du beim alten Gerät Folgendes gemacht hast: Du hast hier zum Beispiel einen Standardakku eingesetzt, so ein 5 Ampere oder 6 Ampere oder auch ein 4 Ampere, die sind ja alle etwa gleich groß, eingesetzt, so weit so gut funktioniert, kannst damit arbeiten. Aber wenn ich mir das anschaue, haben wir das Problem, dass wir so eng am Boden schon sind, dass wir hier nicht mehr so richtig, so wirklich ganz genau parallel zum Boden arbeiten können. Es geht gerade noch so meistens, aber so richtig Spaß macht das nicht. Das heißt also, muss es bei dem in der Regel immer einen kleinen Akku nehmen. Früher zum Beispiel einen 2 Ampere, 1,5 Ampere oder irgendwann einen 4 Ampere Pro Core. Jetzt zum Beispiel mit dem 4 Ampere Expert geht das auch, weil er etwas flacher ist. Und dann kannst du hier, du siehst es auch, dass er ganz leicht jetzt nach oben schaut. Ergo, man kann parallel dazu arbeiten. Okay, so weit, so gut. Und dieses Problem hat aber der 34er dann gelöst. Denn hier ist es so, dass der Akku in eine andere Richtung zeigt. Wir haben nicht mehr Folgendes, dass wir hier unten den Akku haben, sondern hier an der Seite. Dadurch ist es egal, wie er aufbaut. Wir haben jetzt hier einen 4 Ampere Pro Core. Ich nehme jetzt aber mal zum Beispiel einen 5,5 oder 8er. Tu den hier ran, ist völlig egal, weil wir einfach nicht mehr aufbauen. Ja? Das ist gar kein Thema, sondern wir können jetzt hier ganz normal arbeiten, sehen auch hier, dass der Winkel ganz leicht nach oben schaut. Ja? Ergo, Akkuposition beim neuen besser. Deswegen sehen wir jetzt hier auch beim 30er, haben wir die Akkuposition auch an derselben Stelle. Ergo, kein Unterschied, auch ein Vorteil vom 30er. Dann hat der 28er einen weiteren Nachteil gehabt, nämlich hier an diesen Griff bist du nicht so richtig rangekommen. Ja? Du brauchst ja diesen Griff hier und du musst hier das hier auslösen. Man muss aber eine Sache sagen: Das hier ist etwas, das ist so gut, das war beim 28er so gut, wie es heute bei vielen modernen neuen Geräten immer noch nicht ist, dass du nämlich hier einfach das Ganze aufmachst, dann öffnet sich hier der Verschluss, der Verschluss, um die Klinge aufzunehmen. Nein, den können wir nicht nehmen, da kommen wir gleich noch dazu. Dann öffnet sich der Verschluss und ich kann einfach hier meine Klinge einsetzen. Wunderbar. Natürlich auch in jedem beliebigen Winkel, zum Beispiel auch mal so, gar kein Thema. Wir hatten aber bei dem ein Problem, nämlich der lag ganz bündig an. Das hat der 34er wieder behoben, der hier. Da kannst du einfach hier mit dem Finger hier vorbeigehen und kannst das Ganze aufmachen. Super. Hat der neue 30er auch. Auch der hat genau diese Funktion. Er steht nur noch einen Tick weiter raus. Das ist noch ein kleines bisschen, dass es weiter raussteht. Wozu ist es eigentlich da? Dass wenn du einen Handschuh zum Beispiel anhast, wo du ein bisschen mehr Stoff dabei hast, dann kannst du einfach das mit dem Handschuh trotzdem öffnen. So weit, so gut. Okay, nächstes Thema, was wir mit dem 28er hatten, also mit dem alten Gerät hatten, war das Thema Vibration. Man muss sagen, das Gerät ist relativ laut und hat doch relativ viel Vibration, wenn du es einschaltest. Man hört es ja auch.
Eieiei. Also das ist schon ordentlich laut. Und da war es so, dass der 34er schon eine Menge getan hat. Der 34er ist deutlich leiser und hat auch deutlich weniger Vibration. Also die Lautstärke kommt ja durch die Vibration. So, da haben wir also den 34er bekommen. Der war leiser, weniger Vibration und zwar so gut wie kaum ein anderes Gerät auf dem Markt. Richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem hier? Was ist denn mit dem neuen? Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Denn wenn wir uns jetzt Folgendes anschauen, der ist irgendwie leiser und lauter und doch gleich laut. Hä? Was meine ich das damit eigentlich? Ich habe jetzt hier den 34er und ich halte ihn jetzt etwa auf dieselbe Entfernung und schaut mir, wie laut er ist, ohne Blatt. Jetzt nochmal der neue 30er ohne Blatt. Deutlich lauter, oder? Das heißt, im Leerlauf sind die beiden ja sehr unterschiedlich. Das heißt, der neue ist lauter als der alte. Aber jetzt wird es interessant, denn wir nehmen jetzt mal ein Blatt und setzen das ein. Denn mit einem Blatt ändert sich das komplett. Wir haben jetzt ein Blatt drin und schauen wir mal, jetzt hier wieder 34er. 90 Dezibel. Beim alten, also beim 34er, jetzt der neue 30er. Du siehst, es ändert sich nichts. Also das heißt also, die Lautstärke ist am Ende bei beiden gleich. Das hat uns am Anfang total erstaunt und wir haben echt überlegt, was ist denn jetzt hier los? Weil wir haben es immer ohne Blatt getestet und wir dachten, wieso ist denn der eine lauter als der andere? Bosch selbst gibt an, dass beim 30er die Schwingungsdämpfung geändert wurde und anders oder vielleicht sogar besser ist. Das konnte ich persönlich jetzt hier nicht weder nachmessen noch nachfühlen. Beide sind auf einem sehr, sehr guten Niveau und auf einem deutlich, aber auch deutlich besseren Niveau als der 28er oder viele Konkurrenzgeräte. Eine Sache, weil ich es jetzt noch gar nicht gesagt habe. 28, 34, 30. Was sagen denn diese Namen eigentlich, beziehungsweise diese Zahlen? Der 28 hat einen Oszillationswinkel, das heißt, inwiefern sich hier die Schneide nach rechts und links bewegt, ja, in dem Fall hier, so rechts und links, von 28, also von 2,8 Grad, 28 Grad wäre krass, also von 2,8 Grad. Der 34er macht das Ganze mit 3,4 Grad und der 30er richtig mit 3 Grad. Ergo, er hier ist in der Schnittgeschwindigkeit einfach langsamer. Das heißt, ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt nur so machst oder so machst, übertrieben gesehen. Dementsprechend schneidet er etwas langsamer. Zusätzlich ist es auch so, dass wir hier eine allgemein geringere Geschwindigkeit oder weniger, ich sag mal, Vibrationen haben. Ja? Hier, bei mir steht hier Schwingzahl, das ist wahrscheinlich der bessere Begriff dazu, denn wir haben beim 34er 20.000 Schwingungen und beim 30er nur noch 18.000. Das zusammen wird dazu führen, dass er etwas langsamer schneidet oder etwas langsamer oder etwas weniger Fortschritt hat. Das werden wir uns aber gleich auch mal anschauen, wenn wir das Ganze mal testen. Mal schauen. Ein Hinweis übrigens, lass uns mal über die Bedienung sprechen. Alle drei haben hier oben den Taster, also den Schalter. Hier, dort und dort. Aber er funktioniert jeweils ein bisschen anders. Hier beim 28er, du schiebst es nach vorne, hast du so einen gewissen Sanftanlauf und dann legt er los. So, aber auch nur einmal nach vorne schieben. Hier beim 34er schiebst du einmal nach vorne und das Gerät macht gar nichts. Also nochmal, an, aus, an, aus. Was ist denn da los? Ganz einfach, du schaltest hier das Licht an und aus. Ja? Das heißt, du hast die Möglichkeit, das Licht anzuschalten, das Gerät hinzustellen und dann irgendwas auszuleuchten. Eigentlich ganz cool. Und dann danach schaltest du es an. Und wichtig ist hier, wir haben auch einen Sanftanlauf. Hier beim 30er, beim neuen, ist es so, wir haben nur eine Schalterstellung, an, aus, und wir haben keinen Sanftanlauf, sondern er hat sofort, zack, die maximale Schwingzahl. Wir werden die Geräte gleich mal ausprobieren, aber wir müssen noch über zwei Dinge sprechen. Nummer 1. Das Thema Umfang. Denn wo es so war, dass wir beim 28er wirklich keine gute Ergonomie hatten, dass wenn wir ihn festgehalten haben, seht ihr hier, meine Finger berühren sich nicht. Ich bekomme es nicht hin. Wenn ich so halte, sogar noch viel schlimmer. Ich komme da einfach nicht drum. Und so war es so, dass du das Gerät immer irgendwie versuchst, das festzuhalten und damit arbeiten konntest. Es gibt ja auch Hersteller, wo es gefühlt noch dicker ist und es überhaupt keinen Spaß macht, die Geräte in der Hand zu halten, weil das ist einfach schwierig, sie dann zu führen. Ja? Auf der anderen Seite war es so, dass wir jetzt hier beim 34er schon mal ein deutlich besseres Gerät hatten, denn wir konnten es greifen und was sehen wir hier?
meine Finger berühren sich hier. Also ihr seht, der Umfang ist wesentlich besser. Und wenn ich jetzt hier so in der Hand habe, merkt man das wirklich. Also du kannst ihn viel besser halten, machen, tun. Der ist ja auch fast so in der Nähe von viereckig, rechteckig. Hier ist ja schön rund, kannst du in der Hand halten, funktioniert. Beim neuen, beim 30er, ist das hier nochmal schmaler geworden. Dadurch haben wir jetzt Folgendes, ich kann das anfassen und ihr seht jetzt hier, meine Finger überkreuzen sich hier schon leicht. Es ist also noch dünner. Jetzt muss man aber natürlich auf der anderen Seite sagen, der Abstand hier ist auch relativ klein. Das heißt, wenn du jetzt riesige Pranken hast, dann wird das hier vorne schon wieder nicht so richtig passen, denn du greifst hier hin und dann bist du schon hier vorne wieder dran, dann wird es wieder größer. Das ist vielleicht auch Geschmackssache. Ich persönlich mag den neuen Griff sehr gerne, weil er liegt für mich perfekt in der Hand. Das zweite, über das wir sprechen müssen, ist der Preis. Das ist gar nicht so leicht, denn es gibt ja auch den GOP in 12 Volt. Der kostet so um die 100 Euro. Der hier kostet so um die 150 Euro oder teilweise auch ein bisschen weniger inzwischen. Wenn du dich für die Preise interessierst, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du immer den ehrlichen Preisvergleich und die aktuellen Angebote. Bei dem 34er sind wir bei 30 bis 50 Euro mehr, je nach Angebot. Und den 28er lassen wir mal außen vor. Ja? Das heißt also, wenn du dich zwischen den beiden entscheidest, liegen so ein paar Euro dazwischen, aber auch nicht so viel. Mensch, ich habe eine Sache noch vergessen zu erwähnen, und zwar die Aufnahme. Wir haben bei allen drei eine Starlock Plus Aufnahme hier an der Stelle. Ich habe hier ein Starlock Max Blatt und da seht ihr, es passt nicht drauf. Also Starlock Max funktioniert weder beim 28er, 30er noch 34er. So, jetzt aber genug geredet. Ich will endlich mal was testen. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich mache jetzt mal ein paar Testschnitte. Wir blenden jeweils ein, welches Gerät das ist und nachher bekommst du dann mein Fazit. Wer ist eigentlich besser? So, ich habe jetzt ein paar Schnitte gemacht und habe ein absolut uneindeutiges Ergebnis. Lass uns noch mal ganz kurz schauen. 28er, 34er, ja, weil das war der Nachfolger der 34er, 30er. Und wie war mein Empfinden beim Schneiden? Wenn wir erstmal sagen, rein Geschwindigkeit und Kraft, muss man sagen, der 34er hat dort schon die Nase vorn. Man merkt ihm ein bisschen an, dass er etwas mehr Oszillationswinkel hat. Man merkt ihm auch an, dass er etwas höhere Schwingzahl hat. Das ist aber nicht so, dass man denkt so, wow, der hier ist viel langsamer, der 30er. Sondern man merkt es ein bisschen. Was man aber auch ein bisschen merkt, ist das Thema Handling. Der hier hat durch den kleineren Griff oder den schmaleren Griff, also der 30er, wirklich ein etwas besseres Handling gehabt. Aber das sind Nuancen. Ergo, für dich ist es relativ einfach. Wenn du sagst, absolut Preis-Leistung, kannst du den 30er nehmen. Willst du etwas mehr Kraft haben, nimmst du einfach den 34er. Mehr ist es aus meiner Sicht nicht. Und jetzt hast du Kleinigkeiten, Licht hier, da und tralala. Aber das ist eigentlich irrelevant. Ja? Sondern du musst dich wirklich zwischen diesen beiden Dingen entscheiden. Zusätzlich noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Bitte schaut euch unbedingt mal diese Sets an. Also es muss ja nicht unbedingt diese Sets sein, aber diese Sets verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung, denn es ist total wichtig, dass du zu einem solchen Gerät nicht nur eine Klinge hast. Also dass du sagst, ich habe jetzt hier eine Klinge und damit kann ich jetzt loslegen, oder ich nutze auch nur die eine Klinge. Wenn wir uns jetzt nur mal dieses Set hier angucken, und deswegen ist es so wichtig, haben wir hier folgende Möglichkeit. Du hast hier die Möglichkeit, daraus einen Delta-Schleifer zu machen. Ja? Du setzt das einfach hier drauf und hast dann schon, zack, einen Delta-Schleifer und kannst dann damit arbeiten. Ja, so einfach ist das. Oder du nimmst das hier zum Beispiel, das ist das Renovierungsset, was wir haben. Du nimmst
Und den hier, ja, damit kannst du Fliesen raustrennen. Das heißt, du kannst also nicht die ganze Fliese kaputt schneiden, sondern du kannst hier an der Seite schön den was ist das eigentlich? Den Fliesenputz, Mörtel? Ihr wisst, was ich meine. Ja, das Zeug zwischen zwei Fliesen halt, kriegst du da einfach mit raus. Du kannst aber damit übrigens auch Metall schneiden und so weiter und so fort. Also nicht mit dem, sondern mit anderen. Übrigens hiermit kannst du, Teppichreste oder Ähnliches entfernen. Auch das ist mit dabei. Also schöne Sache, was man alles damit machen kann. Und dasselbe haben wir hier, ein anderes Set. Damit kannst du zum Beispiel auch Metall schneiden. Auch wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Gipskarton schneiden, da ist Metall dahinter. Auch da gibt es Kombiblätter, die beides können und. Und es ist super cool, mal so ein Set zu haben, das mal auszuprobieren und zu merken, das kann ein Multicutter eben auch noch. Und jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, welcher ist jetzt euer Liebling? Hätte es den 30er gebraucht und sagst du, die Handlichkeit ist mir wichtig oder ne, wir bleiben beim 34er. Und so lange für euch, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.